Yeah, but that's because we're getting so much more stupid. We don't have to worry about it anymore. Ja, weil wir immer dümmer werden, müssen wir uns keine Gedanken machen. Wir merken es gar nicht mehr, wenn es schlimmer Der wird. Bürgermeister, ich weiß genau. Werner, machst du bitte die Tür Der zu? redet. Danke dir. Du hörst Taktik. So here is a meta-analysis. Danke, Tibor. Jo. It's a meta-analysis, a study of studies that shows that we have become slower to process information. Das ist eine Meta-Analyse, also eine Studie, die Studien zusammenfasst und die zeigt, dass wir langsamer geworden sind im Verarbeiten von Informationen. Since 1950, we have lost an average of 15 IQ points. Seit 1950 haben wir im Durchschnitt 15 IQ-Punkte verloren. Now this study was actually conducted in 2020, and so the rest of this line is only a projection. Diese Studie stammt aus dem Jahr 2020 und der Rest natürlich ist projiziert. But since that time, other studies have been done, and they show that we are still declining. Und seitdem wurden weitere Studien durchgeführt und die zeigen, dass der Trend stimmt. That decline has been so significant that in the United States, the Centers for Disease Control have had to push developmental milestones for children back by several months. Und jetzt ist es so, dass in den USA zum Beispiel die CDC, das ist ja eine Organisation, die sich mit Gesundheit befassen sollte, aber was anderes macht vermutlich, die haben jetzt die Meilensteine für Kinder in Bezug auf Intelligenz extrem gesenkt. But the real question is, will there be more children? Aber die Frage lautet ja eigentlich wirklich, wird es noch Kinder geben? Because here is another meta-analysis that shows how sperm counts have been falling. Eine weitere Metastudie zeigt, dass die Spermienanzahl immer weiter sinkt. By almost 2/3 since 1970. Und zwar seit 1970 um fast 2/3. The study was completed, the data was completed by 2010. Since that time, further evidence is showing that if anything, sperm counts are declining even faster. Diese Studie wurde hier 2010 abgeschlossen und in weiteren Studien zeigt sich, dass der Trend sich tatsächlich weiter negativ fortsetzt. And testosterone is falling. Und die Testosteronlevel sinken auch. So this is depressing. Das ist echt deprimierend. Now, because so many of you are therapists and osteopaths and nutritionists, you're not vulnerable to any of these negative changes. Natürlich viele anwesende Therapeuten, Osteopathen oder Gesundheitscoaches und so weiter können diese Trends hier euch gar nicht irgendwie groß stören. You're all young and healthy and beautiful. Ihr seid alle jung und schön und gesund. You're welcome. Wie du, hat er gesagt. Und Paul hat sich bedankt. So we don't have to worry about all these terrible things. Deswegen müssen wir uns über diese schrecklichen Dinge gar keine Gedanken machen. I'm not so sure. Aber vielleicht doch nicht. You must remember that all of these disease conditions grow very slowly in the body over many years. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass all diese Krankheiten sich ganz langsam über Jahre und Jahrzehnte im Körper aufbauen. By the time they start to create symptoms, the disease has already progressed significantly. Wenn die Symptome sich zeigen, ist die Krankheit schon relativ weit fortgeschritten. What we find when we take audiences like you and we analyze you, we find that very many of you have the same signs of these diseases at an early stage. Wenn wir ein durchschnittliches Publikum wie hier uns anschauen, dann sehen wir, dass die Vorboten und die ersten Anzeichen oder auch weitere Anzeichen schon im Körper vorhanden sind. What this means is that as you sit here listening to me, relaxed, everything is going wrong. Das bedeutet also, wenn ihr hier sitzt und mir so ganz entspannt lauscht, läuft so einiges im Körper schief. Atheroma is growing quietly, silently in your arteries. Die Gefäßverkalkung schreitet langsam im Körper voran. Your bones are slowly crumbling into dust. Die Knochen zerfallen langsam zu Staub. Inside your skull, your brain cells are dying silently, one by one. Und
Im Schädel sterben die Hirnzellen langsam aber sicher ab. Are you finally Da kommen wir happy? so viel. Seid ihr jetzt endlich glücklich? So it might sound negative. Actually, I see this in a very positive way. Das klingt vielleicht negativ, aber ich sehe das eigentlich eher positiv. What this means is that if we can change our metabolism and create, instead of a catabolic set, an anabolic set which promotes regeneration and recovery, we could theoretically salvage your tissues long before the crisis happens. Wenn wir das nämlich wissen, dann können wir zu einem neuen System überleiten und können den Körper unterstützen und können dem Körper die Heilung, die er so dringend braucht, tatsächlich auch angedeihen lassen. And we know some people who already do this. Und wir kennen einige Menschen, die das bereits tun. There are some people who, as they get older, do not degenerate in this way at all. Es gibt Menschen auf dem Planeten, bei denen dieser Zerfall nicht stattfindet. In fact, their whole pattern of aging is different. Das ganze Muster ihres Alterns zeigt sich völlig anders. We call these people vestigial groups. Wir nennen das die Kontrollgruppen. Typically, they are living in small regions, in islands, in mountainous areas where the 20th century never really occurred. Das sind Menschen, die abgelegen leben und die die Segnungen des 20. Jahrhunderts noch nicht kennengelernt haben. Two of the groups that are most intensively studied are the Hadza, that's these people. Zwei dieser Gruppen sind unter anderem die Hunza, das sind diese hier. They're hunter-gatherers, Das sind Jäger und Sammler, and they live in Tanzania. die leben in Tansania. As they get older, their hearts do not fail, their blood pressure does not rise, they do not become more insulin resistant. Die haben weder Herzprobleme, die haben keinen Bluthochdruck, die haben auch keine Insulinresistenz, wenn sie älter werden. Another group that we look at are the Tsimane in Bolivia. Und eine weitere Gruppe sind die Tsimani in Bolivien. They are forager horticulturalists, Die beschäftigen sich vornehmlich mit Landwirtschaft, but they're also fishermen, as you can see here. aber sie beschäftigen sich offensichtlich auch mit dem Fischen. They age successfully, Die altern sehr erfolgreich. and the fact that they remain healthy until old age tells us that what we think of as normal is not normal at all. Die Tatsache, dass sie gesund bleiben in ihrem Alterungsprozess, zeigt uns, dass das, was wir als normal empfinden, überhaupt nicht normal ist. It's not normal for 50% of the adult population to have diabetes. Es ist nicht normal, dass 50% der erwachsenen Bevölkerung Diabetes hat. It's not normal for 3 or 4 children in every class to have an inhaler. Es ist auch nicht normal, dass 3 oder 4 Kinder in jeder Schulklasse diesen Inhalator mit sich tragen. These groups do not experience such problems. In diesen Gruppen gibt es diese Probleme nicht. And as they get older, everything remains healthy. Und während sie altern, bleibt alles gesund. So for example, if we see a young Hadza or Tsimane who's been involved in a physical accident, perhaps they died, we look at their heart, there is no sign of coronary artery disease, even in older people. Wenn ein junger Hunza oder Tsimani durch einen Unfall zum Beispiel ums Leben kommt und wir das Herz untersuchen, dann gibt es da keine Anzeichen dieser Krankheiten, die wir vorhin beschrieben haben. Aber auch bei den Älteren gibt es die nicht. For us, it's normal for the blood pressure to rise as we get older, not in those groups. Für uns ist es normal, dass der Blutdruck steigt, wenn wir älter werden, bei diesen Gruppen nicht. In males, the prostate does not grow. Bei den Männern wächst die Prostata nicht. And in both males and in females, the brain, as it ages, does not show the same kind of deterioration that we see here in the West. Und weder bei Männern noch bei Frauen zeigt sich der Abbau des Gehirns, so wie wir es hier im Westen bei uns erkennen können. Of course, they still die, Natürlich sterben die auch irgendwann. but not so much of the diseases that we think of as a natural part of the process of aging. Aber weniger an den Krankheiten, die wir als natürlichen Teil des Alterungsprozesses sehen. We generally die of infection. Sie sterben üblicherweise an Infektionen. We draw from this the conclusion that what is killing so many of us is our lifestyle, and in particularly our diet. Und die Schlussfolgerung daraus lautet, dass der Hauptgrund für unseren Tod unser Lebensstil ist und die Ernährung. And the IMHA, which is a very senior group of scientists who've looked at all of the data, come to the same conclusion.
Und die EMHE kommt genau zu dieser Schlussfolgerung. Das sind wichtigste Wissenschaftler weltweit. So now we come to finally, the positive part. Jetzt kommen wir endlich zum positiven Part. Because we have arrived at that stage where we can identify very precisely how the modern diet and lifestyle is making us sick, how it creates the aging phenotype. Denn wir sind an dem Punkt angekommen, an dem wir genau sagen können, wie unsere moderne Ernährung und unser moderner Lebensstil diese Krankheiten hervorruft. Wir können also den Phänotypus genau erkennen. One of the things that the modern diet does is it affects our epigenetics. Eine Sache, die auch durch die moderne Ernährung vonstatten geht, ist ein Effekt auf die Epigenetik. So this is not exactly modifying our genes directly, but the modern diet contains compounds and lacks compounds which regulate the expression of our genes. Sie verändert unsere Gene jetzt nicht direkt, aber sie enthält Komponenten, die unseren Genausdruck verändern. So, for example, for the doctors, the scientists, these compounds include things like methyl groups, they include HDAC inhibitors, they include polyphenols and carotenoids. The modern diet we're very deficient in all of those things. Da handelt es sich unter anderem um Methylgruppen, um Polyphenole, das ist für die anwesenden Wissenschaftler und Ärzte. And this is undoubtedly contributing to our systemic patterns of bad health. Und insgesamt wissen wir, es ist eine Epidemie dieser schlechten Gesundheitsvoraussetzungen, unter denen wir leiden. But this diet is also damaging our metabolism directly. Aber die Ernährung zerstört auch unseren Metabolismus, den Stoffwechsel direkt. And the interesting thing is that we can use the same set of tools to address both of those problems, both the epigenetic problems of the diet and the metabolic problems too, at the same time. Und wir können die Werkzeuge, die wir entwickelt haben, sowohl einsetzen, um das eine Problem, nämlich die Epigenetik, als auch das andere, den Stoffwechsel anzugehen. Behind all the noise, behind all the randomness, behind all the chaos are four major drivers of disease. Hinter diesem ganzen Chaos, hinter dieser ganzen scheinbaren Wahllosigkeit verbergen sich 4 Haupttreiber dieser Krankheiten. So one of those is chronic inflammatory stress, which I'm sure you've heard of. Einmal ist es der chronische Entzündungsstress, davon habt ihr mit Sicherheit schon gehört. Now, chronic inflammatory stress damages you in many ways. One of the ways is that it interferes with certain immunological processes, increasing the risk of cancer growth and spread. Die chronische Entzündung hat Auswirkungen auf immunologische Prozesse oder auch auf das Wachstum von Krebszellen unter anderem. But the other thing it does is, at the end of a very complicated sequence of events, it damages the structure and the organization of healthy tissue. Und zusätzlich zerstört es die Struktur und die Organisation von gesundem Gewebe. So that's box number 1. If we go to box number 3, the modern diet does that too. Das war die Box Nummer 1, ganz links, jetzt die Box Nummer 3, das ist die Typ B Fehlernährung, macht das auch. It creates what we call type B malnutrition. Nennt sich eben Fehlernährung Typ 2. In other words, if you're eating relatively little food because we're not very active, and if many of those calories are empty, you become depleted in many cofactors and catalysts. Und nachdem wir relativ wenig Nahrung zu uns nehmen, die obendrein noch sehr arm an Nährstoffen ist, aber sehr reich an leeren Kalorien, haben wir daraus schon ein Problem. These catalysts are required to regenerate and heal and repair tissue. Wir bräuchten nämlich diese Inhaltsstoffe, um das Gewebe zu heilen und zu regenerieren. So here you're seeing accelerated breakdown of tissue. There is a reduced inability to heal. The two together meaning that there is over time a net loss of healthy tissue, which is the core of chronic degenerative disease. In der ersten Box die chronische Entzündung, da wird Gewebe zerstört. In der dritten Box, die Fehlernährung Typ 2, liefert nicht mehr die Möglichkeiten, das Gewebe zu regenerieren und zu heilen. Insgesamt resultiert das dann in einem Verlust an Gewebe, an gesundem Gewebe insgesamt. In box number 2, dysbiosis. The modern diet directly causes dysbiosis. Box Nummer 2 ist Dysbiose. Die moderne Fehlernährung kreiert das ganz direkt. Not only in the intestines, but in all of your other organs as well. Nicht nur in den Gedärmen, sondern in allen anderen Organen auch.
which creates problems both in the intestines, but in the brain, the heart, the liver, in many other organs. Es gibt Probleme in den Gedärmen, aber auch im Gehirn, im Herz, in der Leber und an anderen Organen. And finally, box number 4. Und dann die Box Nummer 4. So, glycemic mismatch. This occurs when you're eating a diet which is full of sugar and starch, which results in glucose pouring into the bloodstream. Das ist die glykämische Fehlstellung, könnte man sagen, das Mismatch. Das ist dadurch resultiert, kommt dadurch zustande, dass wir zu viel Zucker zu uns nehmen, der dann in den Blutstrom gelangt. And if you are living, as many of us do, a life that is not very physically active, your muscles are unable to remove enough of the glucose, and so it accumulates. Und wenn du, wie viele von uns, physisch nicht aktiv genug bist, dann können die Muskeln nicht genügend von diesem Zucker aufnehmen. And you move towards hyperglycemia, hyperinsulinemia, metabolic syndrome, type 2 diabetes, complications. Hyperglykämie, metabolisches Syndrom und Diabetes sind dann möglicherweise die Folgen davon. And you can address this issue by consuming fewer sugars and starches and taking more physical exercise. Das kann man dadurch angehen, dass man weniger Zucker und weniger Stärke zu sich nimmt und physisch aktiver ist. This has been shown to reverse metabolic syndrome and to cure type 2 diabetes. Das kann das metabolische Syndrom umkehren und Diabetes Typ 2 heilen. So we can talk about antidotes, how we can stop each one of those problems. Sprechen wir über Gegenmittel. Wir können nämlich jedes einzelne dieser Probleme tatsächlich angehen. We can stop chronic inflammatory stress with the well-known combination of omega-3s and antiphilic polyphenols. Und wir können, wie man mittlerweile weiß, die chronische Entzündungssituation durch Omega-3-Fettsäuren in Verbindung mit den amphiphilen Polyphenolen angehen. We can reverse a normal colonic microflora, we call that eubiosis, with a time-release blend of prebiotic fiber. Und wir haben die Möglichkeit, unser Mikrobiom im Dickdarm durch eine ganz bestimmte Mischung präbiotischer Fasern wieder in das Gleichgewicht zu bringen. That's a very simple solution. Das ist eine sehr einfache Lösung. But actually it's the one I'm proudest of. Aber es ist die, auf die ich am stolzesten bin. Because the mathematics was so complicated. Denn die Mathematik dahinter war echt krass. Anyone who's interested in that, we can discuss that later. Wenn jemand Interesse hat an der Mathematik, wir können nachher eine kleine Runde aufmachen. And then to resolve the issue of excessive glucose in the bloodstream, I've already said diet and exercise. Und bezüglich der Glucose im Blutstrom habe ich schon gesagt, Ernährung und physische Aktivität. But for those who will not or cannot take physical exercise, we have an alternative. Aber wer sich nicht bewegen möchte oder vielleicht nicht bewegen kann, dafür gibt es eine Alternative. This is the so-called exercise in a capsule. Das ist das Training in der Kapsel. A lot of research has been done on this. Da wurde viel Forschung drauf verwendet. Metformin, the anti-diabetic drug, works a little bit like this. Metformin, das ist ein Antidiabetes-Medikament, das funktioniert so ein bisschen ähnlich. And we think of that as a drug, but it was originally extracted from a plant. Wir kennen das als so ein Medikament, aber ursprünglich stammte das mal aus einer Pflanze. Galega officinalis or French lilac. Aus der Galega officinalis oder irgendwie was anderes noch. Wie heißt die auf Deutsch? No, it's French, not German. French lilac. Ah, French Lilac. Yeah. Eine französische Lilie. Lilie. Ja. Diese French Lilac. Mm-hmm. And now we have found other plants which contain similar compounds which do exactly the same thing. Jetzt haben wir eine andere Pflanze gefunden, die ähnliche Komponenten hat, die genau das Gleiche bewirkt. They increase mitochondria in the muscle. Die erhöhen die Mitochondrientätigkeit in den Muskeln. They increase oxidative phosphorylation in the muscle. Die oxidative Phosphorylierung in den Muskeln auch. The muscle then displays more GLUT4 receptors on its surface. Dadurch hat der Muskel mehr GLUT-Rezeptoren an der Oberfläche. In other words, it starts to become fitter. Deswegen wird sie einfach fitter. When that happens, your plasma lipid profile improves, your plasma glucose improves, you move away from metabolic syndrome. Und dann erhöhen sich bestimmte Faktoren und wir gehen dadurch weg vom metabolischen Syndrom. And like other forms of exercise, because that is what this is,
the deep adipose tissue in the abdomen, which is so problematic, starts to shrink. Und das adipöse Gewebe im Bauch wird wie bei anderem Training auch weniger. This is gain and no pain. Das heißt, aber sagt man no pain, no gain. Hier ist es aber so, also kein Schmerz, kein Gewinn. Hier ist es dann Gewinn ohne Schmerz. I didn't really want to tell you this because I don't want you to cheat. Eigentlich wollte ich euch das gar nicht verraten, denn ich will nicht, dass ihr beschummelt. I encourage you to take exercise. Ich will, dass ihr euch bewegt. Because, when you take exercise, there are psychological benefits, and they are not in the capsule. Denn wenn ihr euch bewegt, hat das auch psychologische Vorteile und die kann man in der Kapsel nicht mitliefern. For that, you have to write the Viva, I guess. Dafür braucht ihr dann Viva, aber es ist wieder eine andere Geschichte. So it's not exactly the same as exercise, but it's very close. Also es ist natürlich nicht das gleiche wie Training, aber es ist sehr nah dran. We identified one compound from a herb called Genstemma pentaphyllum. Wir haben einen Pflanzenextrakt aus einer Pflanze, der Namen der gerade genannt hat. And for those of you who practice TCM, that's gerbulan. Und für diejenigen, die TCM praktizieren, ist es das, was er gerade gesagt hat. We have approval for this in every country in the European Union except one. Wir hatten dafür schon eine Genehmigung in jedem Land der EU, außer in einem Land. For some reason, Denmark said no. Dänemark hat gesagt, So we had to find an alternative, and quite recently I found one which is extracted from the barberry. Deswegen brauchten wir eine Alternative und die wurde ganz kürzlich erst gefunden. Und zwar, das habe ich in der Schweiz gelernt, heißt diese Pflanze Berberitze. So this is, it's not a saponin, which is what we find in gerbulan, it's an alkaloid. So it's a very different kind of molecule. Es ist kein Saponin wie ursprünglich, sondern ein Alkaloid. But it is acting at the same metabolic master switch, AMP kinase. Aber es arbeitet an dem gleichen metabolischen, also Stoffwechsel Master Switch, also der Hauptschalter, und der heißt AMPK. I can't always take exercise when I'm traveling, when I'm touring. Ich kann ja nicht immer Training machen, wenn ich verreise. So for example, when I fly from Atlanta to Amsterdam, that's 7 hours sitting on my ass. Wenn ich also von Atlanta nach Amsterdam fliege, da sitze ich ja 7 Stunden auf meinem Arsch. How that sound? You said it. Thank you for the demonstration. So when I get onto the plane, the first thing I do is I swallow 2 capsules of this barberry extract. Wenn ich also dann ins Flugzeug einsteige, dann nehme ich erstmal 2 Kapseln von diesem Berberitzenextrakt. And when I arrive in Amsterdam, my body thinks it's walked most of the way. Und wenn ich ankomme in Amsterdam, dann denkt mein Körper, er hat die meiste Strecke zu Fuß zurückgelegt. And this is something that you can grow in your own garden. Und das kann man im eigenen Garten anpflanzen. The barberry is consumed as a fruit, but also in preserves. Berberitze kann man als Frucht zu sich nehmen oder auch in Extrakten. And it can be grown in these latitudes. Und man kann es auch hier in unseren Breiten wachsen lassen. So this is a do-it-yourself approach. Das ist also ein Do-it-yourself-Ansatz. Mach es selbst. Mach es. You've seen, you know how inflammation works, you know how dysbiosis works. Do I have to show you? Or do some people here not know? Weiß jemand nicht exakt, wie Entzündungsvorgänge vor sich gehen oder Dysbiose? Müssen wir es erklären oder wisst ihr es alle schon? Dann könnten wir das überspringen. Because if you've all seen this, we could stop the lecture here and we could use our time more productively. Und wenn ihr das alles schon wisst, dann könnten wir hier enden und könnten die Zeit produktiver verwenden. We could sit down and have a coffee, or if you insist, a herbal tea, and we could just have a discussion. Wir könnten uns hinsetzen und einen Kaffee trinken oder wenn ihr darauf besteht, auch einen Kräutertee und könnten uns zivilisiert unterhalten. Or must I really explain this one more time? Oder soll ich es doch nochmal erklären? Ja. Ja. But you know this, you've seen this. Ihr kennt es, ihr habt es doch schon gesehen. I mean,
I don't like going back all the time. If you visit my blog, you can see I'm interested in many, many other things. Wenn ihr auf meinen Blog geht, dann wisst ihr, dass ich an vielen anderen Dingen interessiert bin und nicht nur an der Sache hier. I can see Jutta is giving me the death look. Oh, Jutta gibt mir gerade den Todesblick. Das heißt, wir müssen das machen. Look, I'll cover the basics again if you want, but I think you know them. Okay, ich kann nochmal die Grundlagen erwähnen, wenn ihr wollt, aber ich glaube, ihr wisst es schon. Show me with your hands how many people want to stop now and how many people would like me to cover the basics. Also wer möchte denn die Grundlagen nochmal hören? Der sagt jetzt auf. So you want to stop? No. That's perfect. I did it the other way around, I'm sorry. I thought maybe I could leave early tonight. Er hat schon gedacht, er könnte früher Feierabend machen, aber ich habe halt die andere Frage zuerst gestellt. Okay. Okay, you insisted. Ihr besteht darauf, dann machen wir das. This is the inflammation diagram. Das ist das Entzündungsdiagramm. And that is your cell membrane. Dieses rote, geriffelte Teil ist die Zellmembrane. You know, the classic phospholipid bilayer. Doppellipidschicht, 8. Klasse, Biologie, wisst ihr noch? Inside this membrane, we integrate fatty acids, Wir integrieren in diese Membrane Fettsäuren, including omega-6 and omega-3, which is in proportion to the levels of those fatty acids in our diet. einschließlich Omega-6 und Omega-3, und die sind in der Membrane exakt im Verhältnis dazu, wie ihr euch ernährt, aufgeteilt. Now let's suppose that you're sitting there without a care in the world and then suddenly a microbe invades you. Stellt euch mal vor, ihr sitzt da so nichts ahnend rum und plötzlich greift euch eine Mikrobe gefährlich an. You must defend yourself. Ihr müsst euch verteidigen. And we do that by mounting an acute inflammation response. Und da nutzen wir eine gesunde Entzündungsreaktion. And in order to do that, the omega-6s are very important. They form pro-inflammatory compounds. Dazu sind die Omega-6-Fettsäuren, die Arachidonsäure in diesem Falle, sehr wichtig, die andere Komponenten erzeugen. But once this threat has been neutralized, you want to stop the inflammation, and we do that with omega-3 compounds. Sobald aber der Angriff abgewehrt ist, brauchen wir die Omega-3-Fettsäuren, um die Entzündungsreaktion wieder runterzufahren. You know, like the accelerator and the brake. You all know this. Ihr kennt ja das Beispiel. Habt ihr schon mal ein Auto gesehen? Ja? Auto, bekannt? Gas, Bremse. You need them both, yeah? Man braucht beide. Okay. The problem is that the modern diet gives us too much of the accelerator, not enough of the brake. So the inflammation continues. Das Problem ist, dass in der modernen Ernährung, die wir zu uns nehmen, zu viel Gas drin ist und zu wenig Bremse. Also zu viel Omega-6, zu wenig Omega-3. So the 6-to-3 ratio is very important in the early phase of inflammation. Das Verhältnis 6:3, Omega-6:3, ist wichtig in der frühen Phase der Entzündung. This creates pain and heat and redness, the classic signs of acute inflammation. Daraus entstehen Schmerzen, Schwellung oder Rötung, also die klassischen Anzeichen von Entzündungsreaktionen. Which is not destructive. Das ist erstmal nicht zerstörerisch. But the immune cells that are involved in this response, they could be macrophages, Langerhans cells, neutrophils, they are also releasing into the space between the cells little particles called exosomes. Aber das Problem ist, dass durch das Immunsystem bestimmte Zellen wie Makrophagen oder Langerhanszellen bestimmte kleine Exosome nennen, die sich in die Zwischenräume zwischen den Zellen ausgeschieden werden. And these are, you can think of them as emissaries. Das sind eigentlich so Botschafter, könnte man sagen. What did you say? Emissary? But a Botschaft is more like a message. Botschafter, yeah. That's a message. No, a Botschafter is more like the ambassador. Ambassador. Oh, Is that a good word? excuse me. Ambassador. I had no idea your German was so much better than I mine. know, yeah. Er wusste nicht, dass mein Deutsch besser ist als seins. Aber das Botschafter, nicht Botschaft. Oh yeah, okay, so that's the difference. Botschafter. I love German. Your language is so wonderful. Er liebt Deutsch und wir haben so eine wunderschöne Sprache.
So these Botschafter contain mRNA and they contain enzymes, and in particular they contain enzymes called matrix metalloproteases. Und diese Emissaries, ja, die enthalten ganz bestimmte kleine Teile und die nennen sich Matrix-Metalloproteasen MMPs. These are very destructive enzymes. Das sind extrem zerstörerische Enzyme. So the healthy diet, which creates enough inflammation but not too much, first of all, it will give you a good 6:3 ratio, but then it will also give you compounds called polyphenols, which inhibit the matrix metalloprotease enzymes. Und wenn wir uns gesund ernähren, dann haben wir sowohl ein gutes Verhältnis Omega-6 zu Omega-3, als auch eine ausreichende Menge der richtigen Polyphenole, die diese Matrixmetalloproteasen in Schach halten. So the modern diet gives us a very high 6:3 ratio, so high. The first part of the inflammation sequence is overheating. Unsere moderne Fehlernährung gibt uns aber so viel Omega-6, dass dieser erste Teil dieser Entzündungszone überhitzt ist. The second thing that the modern diet does is it removes polyphenols. So the second part is also overheating. Und im zweiten Teil sehen wir, dass durch das Fehlen dieser Polyphenole, dieser entzündungshemmenden Polyphenole, der zweite Teil der Entzündungszone auch überhitzt. And your immune cells are constantly releasing matrix metalloprotease enzymes into the local environment. Und dadurch schütten die Immunzellen ständig diese Matrix-Metalloproteasen in unserer Zwischenzellenraum aus. Where they dissolve and break down the extracellular matrix. Und da zerstören sie die extrazelluläre Matrix. This is a network of three-dimensional mesh of microfibers. Das ist eine Mischung aus dreidimensionalen Mikrofasern, All of your cells together. die alle Zellen zusammenhält. Some of the fibers are collagen, but there are many other kinds. Da gibt es unter anderem Kollagenfasern, aber auch viele, viele andere Sorten. So for the specialists, laminectin is really important because that anchors the cells to the matrix, and you have glycosaminoglycans, proteoglycans. This is a very, very complex network. It's an organ in its own right. Das ist unter anderem Laminektin, das da eine Rolle spielt und das die Struktur verleiht und viele andere Stoffe, die man da braucht, um die aufrechtzuerhalten. So the matrix metalloprotease enzymes dissolve all of these fibers. Und diese MMPs, die Matrixmetalloproteasen, die lösen alle diese Fasern auf. The same enzymes that are produced by flesh-eating microbes. Das sind die gleichen Enzyme, die von fleischfressenden Bakterien erzeugt werden. They dissolve everything. Die zerstören And it alles. is the same enzymes that have been released in small amounts for decades, which lead to the slow destruction of healthy joints or cartilage or bone or brain cells. Und das sind die gleichen Enzyme, die in ganz kleinen Mengen im Laufe eures Lebens ausgeschüttet werden und ganz langsam das Gewebe, die Knochen, Knorpel und so weiter auflösen. So this is how the food industry has poisoned us. So hat uns die Nahrungsmittelindustrie vergiftet. You can see that the 6:3 ratio, we're eating more and more and more sixes, and instead of a ratio of 2 or 3 to 1, the European average is now 15 to 1. Und wir essen immer mehr Omega-6 in unserer täglichen Ernährung, seht ihr da ab 1900. Und dadurch ist das Verhältnis, das bei maximal 3:1 sein sollte, bei weitem gestiegen. Now the second thing that has happened is our intake of polyphenols has collapsed. Die zweite Sache besteht darin, dass wir immer weniger Polyphenole aufnehmen. So for example, if you were to consume a whole apple, well, yes, you'll eat a significant amount of polyphenols. Wenn man zum Beispiel einen ganzen Apfel zu sich nehmen würde, würde man eine ganze Menge Polyphenole auch essen. Because the polyphenols are mostly in the skin and around the core. Denn die Polyphenole befinden sich vor allem in der Schale des Apfels und im Kern. That is because for the plant, these compounds are protective. Denn diese Komponenten der Pflanze sind schützend. In the skin, they protect the fruit, and around the core, these compounds protect the seeds. Die Schale schützt natürlich die ganze Frucht und der Schutz um den Kern schützt den Kern und damit den Samen. Which is why apples are considered to be healthy. Deswegen werden Äpfel üblicherweise als gesund bezeichnet. But let's say you make the fatal mistake of going instead to McDonald's and ordering a Mac apple pie.
Nehmen wir mal an, du machst diesen fatalen Fehler, gehst zu McDonald's und bestellst da eine heiße Apfeltasche. When they receive a consignment of apples, the first thing they do is to remove the skin and the whole of the core. Wenn die Äpfel bekommen bei McDonald's, dann schälen die erstmal und nehmen den Kern raus. All the polyphenols have gone. All that is left is fiber, water, sugar, and a little bit of vitamin C. Die Polyphenole sind damit weg. Was übrig bleibt, ist eigentlich nur noch Wasser, ein paar Fasern und so ein ganz kleines bisschen Vitamin C. There are many other examples. That's just one example. Es gibt viele weitere Beispiele, das ist nur eins. Brought to you by these fine companies. Und das Ganze wird euch präsentiert von diesen wunderbaren Unternehmen. They provide a diet that is actually very, very toxic. Die geben uns eine Ernährung an die Hand, die tatsächlich sehr toxisch ist. And if you eat enough of these foods for long enough, it will make you sick and it will kill you. Und wenn man davon genügend und über lange Zeiträume isst, dann macht dich das krank und letztlich stirbst du auch daran. Because two of the most important anti-inflammatory compounds are gone. Denn zwei der wichtigsten antientzündlichen Komponenten sind daraus verschwunden. Those food companies then take away prebiotic fibers, leading directly to dysbiosis. Die ersten beiden sind Omega-3 und Polyphenole und drittens dann die präbiotischen Fasern. And then for different reasons, they remove 1316 beta-glucans, which means you are more vulnerable to infection and you are more likely to have allergy. Und aus anderen Gründen entfernen sie noch die 1316 Beta-Glucane. Dadurch bist du infektanfälliger und allergieanfälliger. So they've taken a lot of good things away, and instead they give us these compounds. Die haben so viele gute Sachen rausgenommen und stattdessen geben sie uns diese Komponenten hier. All of which are highly pro-inflammatory. Die sind alle extrem entzündungsfördernd. So for example, ages and nails are produced during certain very high temperature cooking processes. AGEs und ALEs werden in bestimmten Kochprozeduren unter hohen Temperaturen erzeugt. You can produce certain amounts of these compounds at home if you're cooking at high temperatures, but the food industry uses much higher temperature processes. Einige davon entstehen, wenn wir zu Hause Essen zubereiten, aber die Nahrungsmittelindustrie nutzt viel höhere Temperaturen. So the anti-inflammatory compounds, the protective compounds have gone. They've been replaced by pro-inflammatory compounds. No wonder we have so much chronic inflammation. Die antientzündlichen und schützenden Faktoren sind rausgenommen worden und die entzündungsfördernden sind hier hineingegeben worden. Kein Wunder, dass wir unter dieser chronischen Entzündungssituation leiden. And then they overload us with sugar, which they hide in all kinds of foods, not just sweet ones, savory too. Und dann überladen sie uns mit Zucker, den sie nicht nur in süßen Nahrungsmitteln verstecken, sondern auch in herzhaften. And the other constituent that they use so much of is salt. Und dann nutzen sie noch eine ganze Menge Salz. Lots of sodium and not enough potassium and magnesium. Viel zu wenig Kalium und Magnesium. I know that many of you are therapists, and you know that this means that smooth muscle becomes more contractile. Und die Therapeuten wissen, dass dann unsere Muskeln sehr viel anfälliger werden für Krämpfe. So if you have chronic inflammation in your arteries, there will be more constriction. Blood pressure will become even higher. Und wenn du sowieso schon unter Bluthochdruck leidest, dann wird er dadurch natürlich noch stärker. If you have chronic inflammation in your bronchioles, the bronchioles will constrict more than otherwise. The asthma will become worse. Die Bronchiolen ziehen sich noch mehr zusammen, das Asthma wird noch schlimmer. Really, it's not rocket science. This is very simple biochemistry and physiology. Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist wirklich ganz einfache Biochemie und Physiologie. And if the food industry was not producing foods that were so toxic, we would not be necessary. Und wenn die Nahrungsmittelindustrie nicht solche Nahrung herstellen würde, die so toxisch ist, dann wären wir hier gar nicht notwendig. But this is a diet, as I said, that kills. And we know just how much our intakes of some of these compounds have increased. Diese Ernährung tötet uns auf Dauer tatsächlich und wir wissen, welche Komponenten ganz stark angestiegen sind. Things aren't quite so bad now. We have got down on our sugar consumption, but we're still eating a lot. Beim Zucker sind wir zwar ein bisschen zurückgegangen, aber wir essen immer noch viel zu viel davon. These are empty calories, and so are, in general, the plant oils. So we end up with malnutrition. Now, not this one, that's type A. Das sind die leeren Kalorien, die wir zu uns nehmen, zu viel Zucker. Das ist Typ A, jetzt kommen wir zum Typ B.
which is what I was taught at medical school. Das wurde mir in der Schule beigebracht. That was the typical image. Das hier ist Typ A Fehlernährung. We don't see very much of that. Davon sehen wir nicht mehr so viel. What we see is type B malnutrition, Wir sehen Typ B, also Typ 2, viel häufiger. where people have enough or too many calories, but because they're eating so little food, and that food contains so many empty calories, they are low in almost everything. Vitamins, minerals, phytochemicals. Wir nehmen zwar genügend oder zu viele Kalorien zu uns, aber die sind üblicherweise leer und die erforderlichen Mikronährstoffe sind so gut wie nicht oder gar nicht vorhanden. And we know how that looks too. Und wir wissen auch, wie das aussieht. These children have chronic inflammation, they have dysbiosis, they have type B malnutrition, they have glycemic mismatch. Diese Kids hier haben genau das, was wir vorhin gezeigt haben, die chronische Entzündung, die Dysbiose, den glykämischen Mismatch und Typ 2 Fehlernährung. And that is why, as I said earlier, when we examine them, we find they already have the early stages of those diseases which will eventually become symptomatic and can finally kill them. Und wie ich vorhin schon sagte, finden wir, wenn wir sie untersuchen, die frühen Anzeichen der Krankheiten, die wir vorhin genannt haben, und die werden irgendwann symptomatisch. So, that's why the more of these ultra-processed foods you eat, the more you die. Deswegen kann man sagen, je mehr wir von diesen hochverarbeiteten Nahrungsmitteln essen, desto früher sterben wir. Because they fill you up. They fill you up with empty calories, which do not satiate, so you eat too much. Weil sie dich mit leeren Kalorien anfüllen und du isst zu viel, weil sie dich eben nicht sättigen. Which creates a paradox, because the people who eat most of those foods have the worst nutrition. Und deswegen ist es paradox, dass die Menschen, die am meisten davon essen, die schlechteste Ernährungslage haben. Your risk of so many conditions increases. Das Risiko für sehr viele Krankheiten erhöht sich. Even severe COVID, Sogar ernsthaftes Covid. which is one reason why the fatality rates in North America, where they eat the most ultra-processed foods, were so much higher than they were, for example, in Africa. Deswegen waren die Sterblichkeitsraten in den USA, wo diese riesigen Mengen an hochverarbeiteten Nahrungsmitteln zu sich genommen werden, viel höher als zum Beispiel in Afrika. Basically everything goes wrong if you eat that kind of diet. Also eigentlich geht alles schief, wenn man sich so ernährt. So, this is why our lives are starting to shorten. Deswegen wird unser Leben immer kürzer. Since 2019, American life expectancy has fallen by, really, it's an astonishing amount, by 3 years. In den USA ist die Lebenserwartung seit 2019 um erstaunliche 3 Jahre gesunken. The slow progress that was made over the last 3 decades has been lost in the blink of an eye. Der langsame Fortschritt, der in den letzten 3 Jahrzehnten erzielt worden war, war mit einem Augenschlag verloren. Now, part of this is the increase in the deaths of despair, as they are called. Und ein Teil davon ist natürlich der Tod aus Verzweiflung, wie das so genannt wird. Because Americans eat so many of these foods, they are plagued by anxiety and depression. Weil die Amerikaner sich zum großen Teil von diesen Nahrungsmitteln ernähren, sind sie von Depressionen, unter anderem und Angststörungen geplagt. And they try to self-medicate with street drugs. Und die versuchen sich selbst mit Medikamenten zu versorgen, aber das sind eigentlich Drogen, die sie auf der Straße kaufen. So suicides and overdoses, which may or may not be accidental, are at all-time highs. Und Selbstmord und Überdosis ist mittlerweile eine der häufigsten Todesursachen. We are seeing significant increases in COVID vaccine-related deaths. Und wir sehen einen riesigen Anstieg an Todesfällen, die durch das Covid-Vakzin verursacht wurden. But deaths from all the major causes are also increasing. Aber alle anderen Haupttodesursachen steigen auch an. In Britain, which you can think of as the 51st state, unfortunately, we are following the Americans down that path. Und Großbritannien, wir können das als den 51. Staat der USA bezeichnen, folgt USA auf dem Fuße. The North Americans, USA and Canada, consume, I think it's almost 60% of all their calories
in ultra-processed foods. Die Nordamerikaner, also USA und Kanada, nehmen etwa 60% ihrer Kalorien aus diesen hochverarbeiteten Nahrungsmitteln zu sich. I mean, to be honest, the American food is terrible. Ehrlich zu sein, das amerikanische Essen ist echt katastrophal. Presumably, I mean, I'm sure many of you have been to the United States. What are your views on American food? What do you think? Wie seht ihr das so? Wart ihr mal in den USA? Habt ihr mal versucht, da was zu essen? Oder? Or do you find it to be a center of culinary excellence? Is that what you find? Oder findet ihr da die kulinarische exzellente Küche in den USA? People there, Americans, are having huge arguments about which is better. Is it Wendy's or McDonald's or Pizza Hut? Die Amerikaner streiten darum, ob es bei Wendy's, bei McDonald's oder bei der Pizza Hut besser ist. Many of them, that's what they think food is. Für viele denken, das sei echtes Essen. I mean, you might think this is an exaggeration, but 10 years ago, I had to be the host for a very senior American scientist. I was going to show him around a number of British and Dutch laboratories. Ich halte es vielleicht für eine Übertreibung, aber vor einigen Jahren habe ich einen Wissenschaftler, der schon lange Jahre arbeitet, dem habe ich etwas gezeigt. And I took him to quite a good restaurant. Und zwar habe ich ihm die Arbeit gezeigt, aber auch ein Restaurant. And we were sitting there opposite each other, and the food arrived. Es war ein ziemlich gutes Restaurant, das Essen kam. And I noticed that he didn't know what to do with the knives and the forks. Und er hatte keine Ahnung, was er mit Messer und Gabel machen sollte, Because he'd never used them before. weil er sie vorher noch nie genutzt hatte. He had only ever eaten out of KFC buckets and pizza boxes. Als Amerikaner hat er immer nur aus der Hand gegessen, wie üblich halt. An extreme case. Das war ein extremer Fall. So, we're not all quite as badly off as that. Also gut, für uns geht es nicht ganz so schlecht wie den Amerikanern. But we're beginning to see the same falls in life expectancy in those other countries which are consuming the highest levels of ultra-processed foods. Aber wir sehen diese Zahlen auch in anderen Ländern, können Sie hier mal lesen, die auch sich von diesen großen Mengen von ultra hochverarbeiteten Nahrungsmitteln ernähren. Okay, so there's the figures. The United States, 60% of their calories. Canada is close behind, and then Britain is third. USA 60, Kanada kurz dahinter und dann kommt Großbritannien. And what you're starting to see is falling life expectancy in vulnerable communities in Ireland, Germany, Belgium, and Finland. Dann sehen wir Irland, Deutschland, Belgien und Finnland. The same path. Das geht genau in diese Richtung. Austria is quite good. We are in Austria, we're not in Germany. Yeah, but that slide is a few years old. So. Okay, ich habe gesagt, Österreich steht ganz gut da und sagt dann, naja, die Folie ist schon ein paar Jahre alt. So what do? The best and the simplest and the single thing to do is to change your diet. A Mediterranean diet we know is protected. Was sollten wir also tun? Wir wissen, dass zum Beispiel die mediterrane Ernährung sehr gut ist und sehr schützend ist. But we know of one other diet that's even better. Aber wir kennen eine noch bessere Ernährungsform. The mid-Victorian diet. Und zwar die Ernährungsform der mitviktorianischen Epoche. Consumed in England between 1850 and 1898. Wurde in England zwischen 1850 und 1898 zu sich genommen. Made possible by this man, I would say. Dieser Mann hier hat das Ganze erst möglich gemacht. So here's a marquee. Ist also erst ein Marquis Does that exist in Germany? in French. In French. So I think the equivalent would be a graph. Ist es ein Graf? Something like that. Ein Marquis ist ein Marquis, ein Graf. Weiß das jemand? Irgendein Adel anwesend oder so? Feldwald, Wiesenadel? Nee. So this is the Marquis Townsend. All of his friends and his enemies called him Turnip Townsend. Wir nennen ihn mal Graf Townsend und die Freunde und Feinde haben ihn Turnip Townsend genannt. Because he lived in East Anglia, which was only just across the channel from Holland. Er hat in East Anglia gelebt, das ist gerade am Kanal gegenüber von Holland gelegen. And from Holland he imported the idea of crop rotation involving turnips. Und er hat die Agrarrevolution gestartet, indem er das aus Holland importiert hat. And because of what he did and some other very important people, including Jethro Tull, agricultural productivity in Britain increased by almost an order of magnitude.
Und durch ihn und andere wichtige Menschen wie Jethro Tull, das Yeah, ist the original the Jethro original. Tull. Also nicht Ian Anderson und die Pfeife, ne? Nee, sondern es gab einen Menschen, der hieß so. Und wasn't it a figure of one of Dickens's novels? No, that was Uriah Heep. But yeah, I can see why you're confused. You know what I mean? Okay, ich habe jetzt den verwechselt aus einem Roman von Charles Dickens, das war Uriah Heep, aber ist egal. Also, Jethro Tull war einer der beiden, einer derjenigen, die Agrarrevolution vorangetrieben haben. Everybody knows Jethro Tull invented an automatic seed drill. Jeder weiß, dass Jethro Tull die automatische irgendein so Bohrer erfunden hat. Sämaschine. Was für ein Ding? Sämaschine. Die Sämaschine. Ah, dankeschön. Die automatische Sämaschine hat Jethro, logisch. Wer sonst? Klar. So suddenly, the agricultural community is producing huge amounts of fresh food. Deswegen konnten die Bauern plötzlich riesige Mengen an Produkten hervorbringen. And then comes the Industrial Revolution. Und dann kommt die industrielle Revolution. Now we have systems of transport that can bring all of this agricultural produce into the cities where people live and work. Jetzt haben dann die Transportmöglichkeiten waren noch dazu gekommen und diese Produkte konnten auch dann in die Städte geliefert werden, wo die Menschen gelebt und gearbeitet haben. Most of that work is manual. Das meiste wurde mit der Hand gemacht. They live very physically active lives. Die haben physisch extrem aktiv gelebt. Between 60 and 75 hours of physical activity a week. 60 bis 75 Stunden physische Aktivität pro Woche. I mean, that's enormous. It completely changed their metabolisms and their appetites. Das ist enorm. Es hat den Stoffwechsel vollkommen verändert und den Appetit. Women are consuming at that time between 3,000 and 4,000 calories a day. Men between 4,000 and 7,000 calories a day. Frauen haben zwischen 3.000 und 4.000, Männer zwischen 4.000 und 7.000 Kalorien pro Tag zu sich genommen. But it's all basic produce. Aber das ist alles ganz echte Lebensmittel. They had no ultra-processed food at all. Keine hochverarbeiteten Nahrungsmittel. Some ordinary processed food, bread, cheese, you can think of that as processed, but it's very simple. Durch die einfachen Dinge wie Brot und Käse kann man als verarbeitete Nahrungsmittel bezeichnen. And because of what they ate, we know that they had no chronic inflammation. Weil wir wissen, dass sie aufgrund dessen, was sie gegessen haben, keine chronische Entzündung hatten. A very low 6-to-3 ratio, lots of polyphenols, lots of prebiotics. Sehr niedriges Verhältnis Omega-6:3, sehr viele Polyphenole und sehr viele präbiotische Fasern. So that's a pretty good diet, we think. Das ist echt eine gute Ernährung, glauben wir. So how did they live? How long did they live? Wie haben sie gelebt und wie lange haben sie gelebt? Well, in that time, the average life expectancy for women was 73, for men 75. Die durchschnittliche Lebenserwartung für Frauen war damals 73 Jahre, für Männer 75. Women's life expectancy was less because there was no family planning, no modern gynecology. Und dadurch, dass es keine moderne Gynäkologie und Familienplanung gab, war das Leben der Frauen üblicherweise kürzer. There is another reason why women didn't live as long. Es gibt einen weiteren Grund dafür, warum Frauen nicht so lange gelebt haben wie Männer. Women's fashions. Women's fashions. Die Mode. Yeah, exactly. If you look at the illustrations from that period, you can see that women typically wore very large amounts of fabric. Also die Mode, insofern, dass wir gesehen haben, dass damals die Frauen ja unglaublich viel Stoff um sich herum hatten. And when they cooked, they were cooking over open fires. Und wenn sie gekocht haben, haben sie über offenem Feuer gekocht. You can see how this goes. Many women burned to death. Viele Frauen haben Feuer gefangen, Enough to affect their life expectancy. buchstäblich leider, um die Lebenserwartung entsprechend zu reduzieren. So how has the situation changed? Wie hat sich die Situation verändert? So in 2006, British women of the same socioeconomic category had a lifespan of 76, but that is now 74.3. Im Jahre 2006 waren Frauen aus der gleichen sozioökonomischen Kontrollgruppe, könnte man sagen, da war die Lebenserwartung bei 76 Jahren. Mittlerweile sind wir wieder bei 74,3. So a century of medical progress, a century of pharmaceutical development has given women an extra year.
It's nothing. Das heißt, ein Jahrhundert von medizinischem Fortschritt, von medizinischen Entwicklungen mit allem Drum und Dran hat den Frauen ungefähr ein weiteres Lebensjahr geschenkt. And what has happened to men who are clearly the weaker sex? Was ist mit den Männern passiert, die ja ganz klar das schwache Geschlecht sind? We have lost 5 years. Wir haben 5 Jahre verloren. So now, perhaps, the triumphs of the pharmaceutical industry and the innovations of the medical profession don't seem quite so impressive. Und so kann man sagen, dass die sogenannten Triumphe der Mediziner und der pharmazeutischen Industrie vielleicht nicht so gut aussehen. Because not only have we lost life expectancy, we have lost health expectancy. Denn wir haben nicht nur an Lebenserwartung eingebüßt, sondern auch an Gesundheitserwartung. The number of years that you can expect to remain in good health before the process of dying starts. Das ist die Anzahl der Jahre, die wir erwarten können, gesund zu sein, bevor der langsame Sterbeprozess beginnt. Now we live in such an unhealthy way that most of us, on average, spend the last 10% of our lives dying very slowly and very expensively. Wir leben nun so ungesund heutzutage, dass die meisten von uns die letzten 10% ihres Lebens mit einem sehr langsamen, kranken Sterbeprozess verbringen. In the 19th century, we know from the records, and there are millions of them, that most Victorian men and women were healthy, really healthy, until the last few weeks, days, sometimes hours before they died. Und wir wissen aus Millionen von Berichten aus dem 19. Jahrhundert, dass damals die Menschen die letzten Monate, Wochen, Tage, selbst Stunden ihres Lebens gesund verbracht haben. We mostly die of heart disease, cancers, degenerative disease. They died mostly of overwhelming infection. Wir sterben heutzutage üblicherweise an Herzkrankheiten, an Krebs und so weiter. Und damals sind die meisten Menschen an Infektionen gestorben. And because they died so rapidly, they died very cheaply. Und weil sie so schnell dahin gegangen sind, war das auch relativ preisgünstig. We are forced to spend almost 10% of GDP on healthcare because we are so sick. Wir verwenden ungefähr 10% unseres Bruttosozialproduktes auf Gesundheitsgeschichten, weil wir so krank sind. In North America, it is now 20%. In den USA 20%. Now, if there's any economists here, you know that many factors are involved in these calculations. They are not entirely reliable. And again, I'm happy to discuss that in detail after the session. Wenn Wirtschaftswissenschaftler anwesend sein sollten, dann wisst ihr, dass da mehrere Faktoren involviert sind und ich freue mich dann mit euch nach der Session darüber gesondert nochmal detailliert zu sprechen. Now, they did have some cases where people did die of heart disease and dementia, but these were quite rare. Es gab einige Fälle, an denen Menschen an Herzkrankheiten zum Beispiel gestorben sind, aber das war relativ selten der Fall. In fact, we found that only about 10% of the cases that we see today. Das waren etwa 10% der Fälle, die wir heute sehen. Other people, other scientists have looked at this data, they've generated their own data, and they find the same pattern. Andere Wissenschaftler haben sich das Ganze angeschaut aus ihrer Sicht und finden aber die gleichen Zahlen. So cancer and vascular disease, which today kill 66%, in the 19th century killed perhaps 6%. Rechts sehen wir unten die beiden schwarz und grau, das ist Krebs- und Gefäßerkrankungen. Das sind etwa 66%. Seinerzeit waren es nur 6%. From this, we can conclude that almost 90% of the burden of degenerative ill health that we see today is preventable. Und daraus können wir schließen, dass etwa 90% der Last der degenerativen Erkrankungen heute vermeidbar wären. These are the 90% of cases that we can prevent using the health protocol. Das sind die 90% der Fälle, denen wir helfen können, indem wir das Gesundheitsprotokoll anwenden. But even in those people who are living an optimal diet and lifestyle, as they did in the 19th century, even in that group, not everybody is protected. Aber selbst in der Gruppe, die so ähnlich lebt wie damals in der mitviktorianischen Epoche, ist nicht jeder hundertprozentig geschützt. There remains a residuum of 10%, and that we think correlates with the 10% of the population we see today who have strong genetic risk factors. Es bleiben etwa 10% übrig und das korreliert mit den 10%, von denen wir glauben, dass die Faktoren genetisch bedingt sind. We believe that many of my colleagues share this belief, that if you have really good nutritional standards, it is only the people with strong genetic risk factors who actually develop these conditions.
Und viele meiner Kollegen glauben, wie ich auch, dass nur diejenigen, die mit starken genetischen Risikofaktoren diese Krankheiten dann auch entwickeln. So let us consider Herr Schmidt. Herr Scholz. Sagen wir mal, das wäre Herr Scholz, um mal so einen unauffälligen Namen zu nehmen. Let us imagine that he is eating an industrial modern diet. Nehmen wir an, er nimmt eine moderne industrielle Ernährung zu sich. And because of that, he has a very high ratio of 6:3s and not very many polyphenols. Deswegen hat er ein sehr hohes Verhältnis von Omega-6 zu Omega-3 und sehr wenige Polyphenole. So he has chronic inflammation, Deswegen leidet er unter chronischer Entzündung. which may show up in many different types of conditions. Das kann sich in vielen Krankheiten äußern. So he may have to go to a cardiologist, a hepatologist, a rheumatologist, but all of these specialists are actually examining and trying to resolve the same problem. Vielleicht muss er zum Kardiologen gehen, zum Rheumatologen und anderen Spezialisten, aber sie versuchen alle dasselbe Problem in den Griff zu kriegen. And because he's eating ultra-processed foods, he also has dysbiosis. Und durch diese hochverarbeiteten Nahrungsmittel hat er auch Dysbiose im Darm. Creating a range of further problems. So what we do, we use omega-3s and polyphenols to reduce the chronic inflammation. Die chronische Entzündung gehen wir an mit Omega-3-Fettsäuren und Polyphenolen, Which is very effective in all tissues except the large bowel. und das ist in allen Gewebeformen effektiv, abgesehen vom Dickdarm. In order to address that, we use the prebiotics. Und dafür nutzen wir die präbiotischen Fasern. Once we do that, normality is restored, and inflammation, severe inflammation, stops. Wenn wir da die Normalität wiederhergestellt haben, dann ist die chronische Entzündung heruntergefahren. The prebiotic fibers are food not for us, but for the probiotic species that live in the large intestine. Die präbiotischen Fasern sind keine Nahrung für uns, sondern für die probiotischen Bakterien im Dickdarm. These are largely gram-positive species. Das sind Gram-positive Spezies. They consume the prebiotic fibers and produce short-chain fatty acids. Die fermentieren die präbiotischen Fasern und produzieren kurzkettige Omega-3-Fettsäuren. One of those is propionic acid, which is really important for the circulation of tissues such as the placenta. Zum Beispiel probiotische Säure, die ist für die Entwicklung der Plazenta extrem wichtig. The other is butyric acid. Und Butyrat wäre das andere. This is a powerful anti-inflammatory compound. Das ist eine sehr starke antientzündliche Komponente. It is also very good at killing cancer cells. Ist auch sehr gut darin, Krebszellen abzutöten. So if you're eating a traditional diet, which contains prebiotic fibers, you have good microbes in the gut and a healthy intestine. Wenn du dich also sehr gesund ernährst, traditionell ernährst, hast du diese gram-positiven Bakterien in deinem Gedärm. However, if you're eating from Pizza Hut and McDonald's, those prebiotic fibers have gone. The good bacteria are greatly reduced in number. Und wenn du dich von Pizza Hut und McDonald's ernährst, dann sind diese gram-positiven Bakterien weg. They are replaced by gram-negative bacteria, which like to consume protein. Die werden von gram-negativen Bakterien ersetzt, die gerne Protein zu sich nehmen. They consume the mucosal layers and come into direct contact with our cells, the colonocytes. Und die konsumieren dann die innere Schutzschicht des Dickdarms und kommen in direkten Kontakt mit den Zellen. Causing enormous inflammatory stress. Und das bringt einen sehr hohen Entzündungsstress hervor. So the colon cells are more likely to become cancerous, and they are more likely to start to separate. Deswegen kann der Krebs da leicht greifen an den Darmzellen und die Zellen können sich teilen. Which we sometimes refer to as leaky gut. Das nennen wir dann Leaky Gut, durchlässiger Darm. Now, lipopolysaccharides escape into the bloodstream, causing problems elsewhere in the body. Jetzt können Lipopolysaccharide in den Blutstrom gelangen und überall im Körper Probleme verursachen. Microbes also escape into the circulation, and we now think are a significant cause of what we used to call autoimmune disease. Und die Mikroben, wie wir vorhin gesagt haben, können auch in den Blutstrom gelangen und können, wie wir heute glauben, die Autoimmunerkrankungen hervorbringen. The solution? Very easy.
just put the prebiotic fibers back into your food. Die Lösung ist ganz einfach. Einfach die präbiotischen Fasern wieder zurück in die Ernährung. Once again, the conversation between the microbes and your intestines becomes positive, calming, helpful. Und dann wird die Kommunikation zwischen den Mikroben und der Umgebung im Darm wieder positiv und hilfreich. So these fibers are carbohydrates. Das sind Kohlenhydrate. You can recognize these are fructose and glucose moieties. Hier zum Beispiel die Fructo-Oligosaccharide, Fructose und Glucose könnt ihr sehen. These are small molecules, and so their reaction with the microbes is rapid. Das sind sehr kleine Moleküle und deswegen ist die Reaktion mit den Mikroben sehr schnell. We have to combine this with larger amounts of inulin, similar structure, longer, slower fermentation. Wir kombinieren das Ganze mit größeren Molekülen, das ist Inulin, die werden dann langsamer fermentiert. We add 1,3,1,4 beta-glucans from oats, larger molecule, even slower fermentation. Dann haben wir die 1,3,1,4 Beta-Glucane aus Hafer, die sind wieder etwas größer, werden noch langsamer fermentiert. Finally, resistant starch from the beans or green bananas. Letztlich resistente Stärke aus Bohnen oder grünen Bananen. You can see this molecule is much larger, more complicated. The fermentation is very slow. Das ist ein großes, kompliziertes Molekül, sodass die Fermentierung sehr lange dauert. And you need all of these fibers in very carefully calculated ratios, because once this combination enters the large bowel, it's in transit. Everything is being moved. Man braucht diese verschiedenen Fasern in ganz bestimmten Mengen und in ganz bestimmten Verhältnissen zueinander, denn im Dickdarm bewegt sich ja alles, wie wir wissen. It's like a relay race. Es ist so wie ein Staffellauf. So the very small molecules, the phos, react first and start to change the microbiome in the first part of the colon, the ascending colon. Diese ganz kleinen Moleküle, die Fructooligosacharide, die werden im aufsteigenden Dickdarm fermentiert und verändern da das Mikrobiom. Then the inulin takes over, then the 1,3,1,4 beta-glucans, and finally the resistant starch. Dann übernimmt für den querverlaufenden Dickdarm das Inulin, für den absteigenden die 1,3,1,4 Beta-Glucane und letztlich für den Enddarm die resistente Stärke. In this way we change the entire microbial population. Auf diese Weise können wir das gesamte Mikrobiom ändern. The calculation to get the proportions right was really complicated. Die Berechnung, um die Verhältniszahlen richtig hinzukriegen, war echt kompliziert. Because we had to take into calculation the fermentation rates, the therapeutic indices, gastric and colonic transit time. It was horrible. Man musste Fermentierungsraten beachten, man musste die Abstände beachten, man musste alle möglichen Faktoren mit reinnehmen. Es war schrecklich. And for me, a lot of self-experimentation. Und ich habe damit sehr viel selbst experimentiert. Which actually was not as much fun as you might think. Und das war in dem Fall nicht so wirklich witzig. But we ended up with a program that seems to work very well and most people can tolerate. Aber wir haben ein Programm entwickelt, das sehr, sehr gut funktioniert und die meisten Menschen können damit auch gut umgehen. It supports the growth of all of these microbes, all of which produce butyrate. Es unterstützt das Wachstum all dieser Mikroben hier, die alle Buttersäure produzieren. And according to the best data that we have, if you eat more of these fibers, it protects you in many, many different kinds of ways. Und wenn wir der WHO Glauben schenken und den Studien, die sie gemacht haben, dann schützt dich das vor vielen, vielen Krankheiten, wie gerade hier gezeigt. Zum Beispiel, da ist oben der Darmkrebs, Brustkrebs, Herzinfarkt, Schlaganfall und Demenz. This is not a complete list. If you're eating more of these fibers, it also protects against toxic preeclampsia. Die Liste ist nicht komplett, auch vorzeitiger Tod ist ganz oben noch mit aufgeführt und Epilepsie. Also against non-alcohol-related fatty liver and we think also essential hypertension. Und auch die nicht-alkoholische Fettleber und Bluthochdruck werden davon auch effektiver geschützt. People are not eating nearly enough of this fiber. Wir nehmen ganz wenig davon nur zu uns. Which was another factor in the design of xenobiotic. Das war ein weiterer Faktor im Design von Xenobiotik. Yeah, I've already talked about this. I'm not going to talk about it again. This is how the exercise in a capsule story. Das hier ist ein PK, das ist die Sache mit dem Training in der Kapsel und der Berberitze. Ihr erinnert euch? Hoffentlich. Ist nicht lange her. So
I'm going to end here. We've got 4 types of mechanism causing disease. We can neutralize every single one of them. When you do this, your metabolism is put into a time machine and is sent back 150 years. Wir haben also diese 4 Grundkomponenten ausgemacht, die uns schädigen, und wir haben 4 Gegenmittel entwickelt. Man könnte auch sagen, wir nehmen unseren Stoffwechsel und schicken ihn in einer Zeitreisemaschine 150 Jahre in die Vergangenheit. Or to put it another way, you become your own individual blue zone. Oder man könnte auch sagen, du wirst zu deiner eigenen individuellen blauen Zone. When you look at the triumph of the pharmaceutical industry, actually, it doesn't seem to be so great. Wenn wir uns also den Triumph der pharmazeutischen Industrie anschauen, dann wirkt der gar nicht mehr so großartig. Actually, its greatest success has been itself. Der größte Erfolg war eigentlich die Industrie selbst an sich. It has grown like a cancer to the point where it is grotesquely involved in designing bad public health programs and policies. Sie ist gewachsen wie ein Krebsgeschwür und ist mittlerweile involviert darin, Gesundheitsprogramme für die Bevölkerung zu erstellen. And the growth of hospitals, clinics, and cancer centers has been almost like a cancer itself. Und auch das Wachstum, das Ansteigen der Kliniken, die sich mit Krebs und den anderen Krankheiten beschäftigen, ist unglaublich gewachsen. These services have grown to provide help of a sort to us as we have grown sicker. Und das sollte uns einen gewissen Gesundheitsservice liefern, während wir immer kranker werden. But there is an alternative. Aber es gibt eine Alternative. We can escape from this nightmare. Wir können diesem Albtraum entfliehen. And we can do this by taking these very simple antidotes. Und das können wir mit diesen ganz simplen Gegenmitteln machen. Many of you have had experience of these, or you've seen the impact in your patients. Viele von euch haben schon selbst Erfahrungen damit gemacht oder haben den Einfluss gesehen, den das auf eure Patienten hat. And if we can take these ideas out from the home and speak to enough of our friends and our family members, we can change the landscape in which medicine is currently practiced. Und wenn wir diese Ideen nehmen und mit unseren Freunden und unserer Familie sprechen, dann können wir die Landschaft wirklich nachhaltig verändern. The data that I've seen tells me that we could close down 9 out of 10 hospitals. Die Zahlen, die ich gesehen habe, zeigen mir, dass wir 9 von 10 Krankenhäusern schließen könnten. And retrain 9 out of 10 doctors to become more useful citizens. Und wir könnten 9 von 10 Ärzten neu ausbilden, um nützlichere Bürgerinnen und Bürger zu werden. But I think it's more than that. Aber ich glaube, da ist noch mehr dahinter. If we can teach people and show people how easy it is to take care of themselves, it's also a form of decentralization. Aber es geht ja noch weiter. Wenn wir den Menschen zeigen, wie sie eigenverantwortlich mit ihrer Gesundheit umgehen können, dann ist das ja auch eine Form von Dezentralisierung. Or you could call it disintermediation. Oder man könnte es auch nennen Disintermediation. So we take the power away from large institutions which do not necessarily care about us and return it to you. Das heißt, wir nehmen die Macht weg von Institutionen, die momentan die Macht über euch haben, und geben sie euch zurück. And in the end, I regard that as a political activity. Und das sehe ich letztlich als eine politische Aktivität an. Not political in the traditional sense. Nicht traditionell politisch, But political in the sense that I really believe, and I hear from you, stories which convince me that we can actually change this part of society. sondern insofern, und ich höre ja die Erfolgsgeschichten immer und immer wieder, dass wir diesen Teil der Gesellschaft tatsächlich verändern können. Which is why I'm here tonight. Und deswegen bin ich heute Abend hier. Instead of resting at home with my dog, who I miss. Statt zu Hause rumzuhängen mit meinem Hund, den ich echt vermisse. Oh, and also my wife. Und meine Frau vermisse ich natürlich auch. Dankeschön. Thank you so much.